Hallo, mein Name ist Christian Kladig und ich bin Leiter der Leica Akademie Austria. Heute wollen wir uns mit den Grundlagen der Kamera beschäftigen. Es gibt grundsätzlich 3 Einstellungen, die das Bild beeinflussen. Die Verschlusszeit, auch Shutter Speed genannt, die Blende, Aperture oder die Empfindlichkeit, ISO. Kameras sind grundsätzlich alle gleich aufgebaut. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um eine professionelle Kamera handelt oder um eine kleine Kompaktkamera. Wie funktioniert nun eine Kamera grundsätzlich? Die Kamera besteht aus einer Optik und einem Gehäuse, in dem sich dann der Sensor oder ein Film befindet. In der Optik befindet sich die Blende, die regelt, wie viel Licht in die Kamera eintreten kann. Dann in der Kamera direkt selbst befindet sich der Verschluss, der die Zeit definiert, wie lange der Sensor oder der Film dem Licht ausgesetzt ist. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den Sensor oder den Film selbst, der eine gewisse Empfindlichkeit besitzt und dadurch lichtempfindlicher ist oder eben weniger lichtempfindlich. Die Blende definiert mir, wie viel Licht in die Kamera eindringen kann. So ist es zum Beispiel wichtig, bei Nachtaufnahmen die Blende möglichst groß zu wählen, dass möglichst viel Licht in die Kamera eindringen kann und man dadurch auch vielleicht auch noch ohne Stativ aufnehmen kann. Untertags wird man hingegen eher eine kleinere Blende wählen, wie Blende 8 oder Blende 11, was jedoch wieder als Effekt hat, dass der Bereich, der scharf abgebildet wird, größer sein wird. Jedes Objektiv hat eine gewisse Lichtstärke, die durch die Blende geregelt wird. In diesem Fall handelt es sich um ein Objektiv mit 50 mm Brennweite und einer Blende von 2. Die Blende definiert, wie viel Licht in die Kamera eindringen kann und hat aber auch gleichzeitig noch einen anderen Effekt auf das Bild. Sie kennen sicherlich alle Fotos, bei denen die Person im Vordergrund scharf abgebildet ist und der Hintergrund unscharf zerrinnt. Dieser Effekt wird auch Bokeh genannt, die Ästhetik des Unscharfen. Sie können diesen Effekt auch hinter mir erkennen. Ich bin scharf und der Hintergrund hat diese Unschärfe. Je lichtstärker Ihr Objektiv ist, umso besser tritt dieser Effekt zum Vorschein. Dabei müssen Sie die Blende auf die maximale Öffnung einstellen. Bei diesem Objektiv handelt es sich um Blende 2 im Vergleich zum Noctilux, das eine Blende 0,95 hat und dadurch umso besser für solche Aufnahmen zu verwenden ist. Die nächste Einstellungsmöglichkeit einer Kamera, die Sie haben, ist die Verschlusszeit. Diese regelt, wie lange der Sensor oder der Film dem Licht ausgesetzt ist. Kurze Verschlusszeiten lassen im Bild Motive einfrieren. Hingegen lange Verschlusszeiten lassen im Bild mehr Bewegung erkennen. Bei längeren Verschlusszeiten empfiehlt es sich aber, ein Stativ zu verwenden, da man sonst natürlich das Bild verwackeln würde. Um Aufnahmen aus der Hand nicht zu verwackeln, gibt es auch eine Faustregel. So wählt man als Verschlusszeit 1 durch das Doppelte der Brennweite. In diesem Fall habe ich ein 50 mm Objektiv, das heißt, ich würde eine Verschlusszeit von einer Hundertstel oder 125 Sekunde nehmen. Als letztes beschäftigen wir uns mit der Empfindlichkeit oder ISO. Diese ist auch bekannt von analogen Filmen, die verschiedene Empfindlichkeiten gehabt haben, wie ASA 100 oder ASA 200. Generell sollte man versuchen, die ISO-Empfindlichkeit möglichst gering zu halten, um ein Bildrauschen zu vermeiden. Die Einstellungen stehen alle im Verhältnis zueinander. Setze ich meine ISO um eine Stufe dunkler, kann ich das kompensieren, indem ich die Belichtungszeit um eine Stufe heller stelle. Stelle ich an der Blende um 2 Stufen heller, kann ich das wieder ausgleichen, indem ich entweder die Belichtungszeit um 2 Stufen heller stelle oder nur um eine Stufe und die ISO um eine Stufe heller. Das Bild wird immer gleich hell angezeigt werden. Ich hoffe, dieser kurze Überblick war informativ. Falls Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie uns entweder im Leica Store oder im Leica Shop. Es würde mich auch freuen, wenn Sie einen unserer Leica Akademie Workshops besuchen. Nähere Infos hierzu finden Sie unter der Leica Akademie Website akademie.leica-kamera.at.